Amir, nach einer kurzen Pause bist du seit Anfangswoche wieder zurück mit der Mannschaft. Wie heiß bist du auf die neue Saison? Ja, jetzt, die Ferien ist jetzt halt schon wieder rum und klar, ich freue mich wieder riesig drauf auf die neue Saison. Manchmal ist es fast besser, wenn die Ferien kürzer ist, weil man sich wieder freut auf den Platz mit den Jungs und dann bin ich froh, dass ich wieder zugestoßen bin zu der Mannschaft. Gegenüber dem letzten Sommer, wo es doch ein paar Wechsel im Kader gab, ist es dieses Jahr das Grundgerüst zumindest gleich geblieben. Was spielt das auch für eine Rolle für die nächste Saison? Ja, das spielt sicher eine große Rolle, weil gewisse Abläufe der Spieler, die man kennt, die bleiben vorhanden und das ist enorm wichtig. Klar braucht es die eine oder andere Verstärkung, aber das werden wir in den nächsten Wochen sehen und auf jeden Fall ist es wichtig, dass man den Team Spirit beibehalten und dass man da weiterhin weiterentwickelt mit der Mannschaft. In Crans-Montana haben wir optimale Bedingungen für euer Trainingslager vorgefunden. Wie sind die letzten Tage im Wallis gewesen? Sehr gut, wir konnten sehr gut arbeiten mit diesen super Bedingungen. Wir können im physischen Bereich sehr gut arbeiten. Auch für Team Spirit ist es enorm wichtig, so ein Kurztrainingslager. Und da sind wir jetzt voll am Ausschöpfen und bis jetzt ist es sehr positiv. Und Neben dem strengen Training merkt man auch, dass vor allem der Teamspirit in der Mannschaft stimmt und gut ist. Wie wichtig ist das für euch und was für eine Rolle spielt da vielleicht auch der Trainer, der Giorgio Contini? also das spielt eine sehr große Rolle, der Team Spirit. Weil da steht über alles, finde ich. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es sehr schwer. Und das haben wir im Moment. Und das ist auch, wenn wir Trainer haben von letzter Saison, weil gewisse Spieler schon da sind von letzter Saison. Und so macht es alles einfacher zum Weiterarbeiten. Und der Trainer gibt den Takt durch und die Spieler befolgen das. Und die Neuen müssen sich auch einfügen und dann wird sicher alles einfacher. Momentan sind 7 Junghoppers im Training mit euch. Wie schlagen sie sich aus deiner Sicht und wie versuchst du dich auch als Captain in ihre Entwicklung und auch Einbindung in die Mannschaft einzubringen? Ja, die Jungen geben Gas, sie sind ehrgeizig, das ist schon mal Voraussetzung und das haben sie. Klar machen sie den einen oder anderen Fehler noch und für das bin ich ein Trainer da, der denen helfen muss und mal sagen, so geht es nicht. Aber das sind Jungs, die zulassen, das ist enorm wichtig. Die wollen weiterlernen und das versuchen wir dann auch beizubringen, dass sie den nächsten Schritt machen können und uns auch der Mannschaft dann schlussendlich auch helfen. Danke, Amir.